Moin Moin, ich melde mich heute mal wieder zu Wort. Es ist Mittwoch, draußen ist es am Regnen. Ich sitze im Koffer, der LKW steht nicht mehr in der Halle, wie man hier sieht. Ich habe die Jalousie gerade ein bisschen zugezogen, damit ich nicht eine Gegenlichtsituation hier erzeuge und das Bild zu dunkel ist. Das erklärt, warum die jetzt gerade zu ist. Ja, ich habe mich, ich weiß, viel zu lange nicht mehr gemeldet. Es waren wieder sau viele Nachfragen da. Leute, es geht nicht anders momentan. Ich bin in den LKW mittlerweile eingezogen. Lebe jetzt Vollzeit drin. Nein, der ist noch nicht fertig. Deswegen bin ich auch noch so ein bisschen darauf angewiesen, irgendwo zu stehen, wo man halt duschen kann, beziehungsweise ein WC zur Verfügung stehen hat. Das kommt aber jetzt demnächst alles. Die Komponenten sind alle da, müssen nur verbaut werden. Nur. Ja. Gut. Ich würde vorschlagen, wir fangen mit dem Positiven an. Und zwar waren wir das erste Mal mit dem LKW übers Wochenende weg. Das war Pfingsten, 3 Tage. Mit dem Wetter hatten wir ein bisschen Pech gehabt, aber es gibt Schlimmeres. Ich habe provisorisch eine Sitzecke noch Freitag zusammengezimmert, beziehungsweise hier auf die Item-Profile Bretter draufgelegt, ein paar Sitzkissen draufgelegt, damit wir zumindest, wenn es regnet, im LKW vernünftig sitzen und essen können. Dann einen alten Campingtisch noch mitgenommen. Wir wussten uns halt zu helfen. 20 Liter Wasser für den Hund, was zum Essen, was zum Trinken. Kühlschränke funktionieren ja. Insofern hat das super geklappt. War ein schönes Erlebnis, mal nach 2,5 Jahren Camping, Entzug mal wieder loszufahren und einfach mal was anderes zu sehen. Dazu zeige ich jetzt ein paar Bilder und auch unsere Dashcam-Aufnahmen von unterwegs. Also könnt ihr da gerne mal mitfahren und mitkommen.
Ja, des Weiteren zeige ich euch, was hier im Innenraum passiert ist in der Zeit. Ich nehme euch mit. Das wird also die zukünftige Kochstelle, Induktion, 3500 Watt. Waschbecken ist heute reingekommen, ist zwar noch nicht fest, auch die Leitungen sind noch nicht angeschlossen, aber da bin ich dran. Im Elektroschrank ist einiges passiert. Von oben nach unten gesehen, einmal der 24 Volt Sicherungskasten, Cerbo GX, dann unser Internetrouter, der wunderbar funktioniert, auch unterwegs, haben wir schon jetzt getestet. Gut, dieses ganze Gedöns, das kommt natürlich noch weg, das ist jetzt erstmal provisorisch, da sind die Antennenkabel, die muss ich noch anders verlegen, beziehungsweise es kommen Außenantennen dran. Loxon blinkt auch, weil wir mal getestet haben, wie das mit Loxon so funktioniert, und es funktioniert super. Man hat eine App-Steuerung, eine Sprachsteuerung und auch eine Steuerung per Schalter. Da unten sehen wir die DIMM-Module. Da kann ich insgesamt 8 Kreise, also 8 Lichtkreise anschließen. Alle separat dimmbar. Und ja, das wäre erstmal so die 24 Volt Geschichte. Dann haben wir hier die 230 Volt Geschichte. Einmal ein FI, einzelne Sicherungsautomaten, also dieser ist schon mal für den Kühlschrank, die muss ich noch alle beschriften. Kühlschrank läuft auf 230 Volt, fleißig und kontinuierlich. Ist auch, hat sich jetzt auch unterwegs bewährt. Geschirrspülmaschine ist schon verbaut, aber noch nicht angeschlossen. Also sprich vom Wasser her nicht angeschlossen, Strom ist da. Ja, da ist die geile Sitzecke, die wir jetzt am Wochenende so gut genießen konnten. Und ja, dann kommen wir gleich zum nächsten Thema. Ja, das nächste Thema ist schlichtweg Kommunikation mit mir, eure Fragen, eure Flut an E-Mails, an Nachrichten über Facebook, über Instagram und so weiter. Es ehrt mich unwahrscheinlich, gebe ich offen und ehrlich zu, weil das gefällt mir auch. Leute, seid mir aber nicht böse, ich kann nicht mehr jedem eine Antwort geben. Das funktioniert nicht mehr. Es ist gerade auf dem Weg dahin, dass ich mindestens eine Stunde bzw. 2 Stunden jeden Abend vom Rechner sitze und Fragen beantworte. Tue ich eigentlich gerne, aber mir fehlt einfach die Zeit, weil, wie gesagt, ich bin jetzt in eine Baustelle eingezogen, die noch nicht komplett funktioniert, nur halt bedingt funktioniert, und ich muss und möchte auch die Zeit nutzen, um die Baustelle hier zu Ende zu bringen. Deswegen seid mir bitte nicht böse. Ich habe mir überlegt, ob da irgendwie eine Zwischenlösung gibt, weil es werden ja auch ziemlich viele Fragen gleichgestellt. Also es kommen ziemlich viele gleiche Fragen an. Und es ist halt schwierig, jedem eine individuelle Antwort zu geben. Deswegen werde ich mich in naher Zukunft mehr mit meiner Homepage beschäftigen. Werde zum Beispiel sowas wie verbaute Elektrikkomponenten von der 24 Volt Anlage erwähnen, wie angeschlossen, auch die Solaranlage, wie angeschlossen, warum so angeschlossen und so weiter und so fort.
Insofern, es bleibt spannend. Es bleibt spannend hier auf der Baustelle. Und wie gesagt, sobald ich Zeit finde, ich bin schon damit angefangen, auf meiner Homepage ein paar Sachen zu veröffentlichen, zum Beispiel die Bestellnummern von den Tankgebern, die Tankanlage habe ich ziemlich genau beschrieben. Die Homepage verlinke ich euch, da könnt ihr mal gerne vorbeischauen, und es folgen noch ein paar Bilder mehr und auch die technischen Daten, und ich habe da einiges vor. Also auf jeden Fall wird die mehr gepflegt, desto weniger Arbeit der LKW in Anspruch nimmt, weil das ist so ein Ding, das macht mir Spaß, und das will ich auch irgendwann mal mehr oder weniger als Reiseblog weiterführen. Genauso soll es mit dem Channel hier weitergehen. Irgendwann mal wird der LKW so weit reisefertig sein, dass ich dann sagen kann, okay, es kommt jetzt an technischen Sachen nicht mehr viel zu, dann möchte ich gerne einen Cut machen und einfach einen neuen Abschnitt, wo es halt dann nur um die Reisen und Reisevideos und Reiseerlebnisse gehen wird. Das ist so eigentlich die Zukunft, die hoffentlich irgendwann mal da ist und Realität sein wird. Bis dahin werde ich erstmal versuchen, dass ich hier vernünftig duschen kann. Dass alles soweit funktioniert. Übrigens, apropos, was funktioniert, was super funktioniert, bisher zumindest, ist die Solaranlage. Also wir haben am Wochenende einen 2 kW Elektro-Kontaktgrill mitgehabt und den auch genutzt. Trotz Regen und trotz bewölktem Himmel hatten wir meistens so vor 11 Uhr die Akkus voll. Bei Sonnenschein hauen die beiden Solarregler ca. 60-63 Ampere in die Akkus rein. Wenn das bewölkt ist, schwankt das immer so zwischen 7 und 20 Ampere, je nachdem, was an Licht durchkommt. Alles bei 24 Volt. Ja, ich werde noch ein paar Diagramme von der Solaranlage einblenden, also die Ladungs- und Verbrauchsdiagramme, so für die Leute, die sich damit beschäftigen. Und ja, wenn ihr irgendwelche Anregungen, Vorschläge, wie es mit den Videos weitergehen soll, schreibt die bitte in die Kommentare, weil es ist, wie gesagt, habe ich im letzten Video schon gesagt, es geht einfach hier so viel hin und her und da anpassen und hier testen, und da hatte ich jetzt nicht so das Bedürfnis, eine Kamera mitlaufen lassen zu wollen, und alles andere kommt. In diesem Sinne, bis bald.